Was machst du als erstes, wenn dein Gehalt auf dem Konto landet? Die meisten Menschen machen den größten Fehler ihres Lebens und wiederholen ihn jeden Monat. Heute zeige ich dir die eine Regel, die reiche Menschen am Zahltag befolgen, aber 99% aller Menschen ignorieren. Du erfährst, was Eat the Frog wirklich bedeutet, warum dieser erste Schritt am Zahltag über arm oder reich entscheidet und wie du diese simple Gewohnheit noch heute umsetzen kannst. Pass auf, du kennst dieses Gefühl. Dein Gehalt ist auf dem Konto. Du öffnest die Sparkasse-App, siehst diese vierstellige Zahl. 3 Sekunden lang fühlst du dich reich. Dann schlägt dir die Realität ins Gesicht wie kaltes Wasser. Die Miete muss bezahlt werden. Am Dienstag oder Mittwoch fängt das Auto an, dieses komische Geräusch zu machen. Und dann hast du deinem Freund auch noch versprochen, am Wochenende auszugehen. Plötzlich kaufst du am Donnerstag reduzierte Nudeln bei Aldi und fragst dich selbst, wo ist das Geld schon wieder hin? Kommt dir bekannt vor? Oder jetzt sage ich dir etwas und es wird dich vielleicht etwas ärgern. Das Problem ist nicht, dass du nicht genug Geld verdienst. Das Problem ist, dass du alles falsch machst. Du schaust auf deinen Gehaltszettel, als wäre er ein Vorschlag, keine Strategie. Und diese verkehrte Denkweise stiehlt dir deine Zukunft. Schau, wenn du auf dein Bankkonto schaust und wirklich keine Ahnung hast, wohin das Geld geht, oder wenn du jemals gesagt hast, ich spare, was übrig bleibt, und dann festgestellt hast, dass nie etwas übrig bleibt, dann musst du mir jetzt sehr gut zuhören. Heute spreche ich mit dir über etwas, das einfach erscheint, aber dein Gehirn neu strukturieren wird. Ich spreche vom Froschessen. Nein, ich bin nicht verrückt geworden und Amphibien sind nicht der Schlüssel zum Reichtum. Es gibt einen Mann namens Brian Tracy, der ein Buch geschrieben hat, Eat That Frog. Das Konzept ist gnadenlos einfach. Mach die schwerste, wichtigste Aufgabe zuerst. Der Frosch ist das hässliche, beängstigende Ding, das du ständig aufschiebst. Bei Produktivität ist es normalerweise das Projekt, das du vor dir herschiebst. Aber beim Gehalt ist der Frosch etwas, woran die meisten Menschen nicht einmal denken, sich selbst zuerst zu bezahlen. Jetzt zeige ich dir, was die meisten Menschen machen. Das Gehalt kommt. Was machen sie? Sie bezahlen die Miete. Sie machen den Einkauf. Sie tanken. Sie trinken Kaffee. Sie zahlen die Mindestrate der Kreditkarte. Dann, wenn etwas übrig bleibt, legen Sie es vielleicht aufs Sparkonto. Aber hier ist die mathematische Wahrheit. Wenn du darauf wartest, übrig gebliebenes Geld zu sparen, bleibt nie etwas übrig. Die Ausgaben wachsen auf magische Weise und verschlingen jeden Euro, den du verdienst. Das ist kein Persönlichkeitsfehler, das ist keine fehlende Disziplin, das ist menschliche Natur trifft auf Wirtschaft. Die Reichen machen etwas anderes, sie essen den Frosch zuerst. In dem Moment, in dem das Einkommen auf ihr Konto kommt, bevor sie irgendetwas anderes tun, bezahlen sie sich selbst. Sie investieren, sie sparen. Sie sehen ihr zukünftiges Ich als ihren wichtigsten Gläubiger an. Wie sieht das Froschessen im echten Leben aus? Das bedeutet, die erste Transaktion am Zahltag geht nicht an den Vermieter oder den Supermarkt. Sie geht aufs Investmentkonto, auf den Notfallfonds, in deine Zukunft. Bevor du eine einzige Rechnung bezahlst, bevor du ein einziges Ding kaufst, bezahlst du dich selbst. Ich weiß, was du denkst. Mann, das klingt schön, aber ich habe Rechnungen, ich habe Verpflichtungen, ich kann sie nicht ignorieren. Du hast absolut recht, du hast Rechnungen. Aber hier machen die meisten Menschen den Fehler. Sie denken, alle Ausgaben seien gleich geschaffen. Sie sehen ihr Netflix-Abo in der gleichen Kategorie wie die Miete. Sie stellen ihre tägliche Starbucks-Gewohnheit auf dieselbe Stufe wie die Krankenversicherung. Das ist finanzieller Selbstmord. Wenn du Wohlstand aufbauen willst, musst du gnadenlos ehrlich zu dir selbst sein über den Unterschied zwischen dem, was du brauchst, und dem, was du willst. Jetzt erkläre ich dir das, denn hier bricht der Finanzplan der meisten Menschen zusammen. Die echten Bedürfnisse sind folgende: Wohnung, Essen, Transport, Rechnungen, Gesundheit. Das war's. Kein Premium-Kabelpaket, kein Essenslieferdienst, keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die du zweimal im Monat nutzt. Das sind Luxusgüter, die sich als Bedürfnisse tarnen. Und hier ist das lebensverändernde Ziel. Deine echten Bedürfnisse sollten nicht mehr als 60% deines Nettoeinkommens verbrauchen. 60%. Nicht 80, nicht 90, 60. Jetzt zeige ich dir die Mathematik, warum der Ich spare, was übrig bleibt Ansatz scheitert. Angenommen, du bekommst netto 3.500 Euro im Monat. Wenn du dem traditionellen Rat folgst, kommt zuerst die Miete, 1.200 Euro. Dann Nebenkosten 130 Euro, Lebensmittel 350 Euro, Studienkredit 350 Euro, Autokredit 260 Euro,
Versicherung 170 Euro, Benzin 85 Euro, Telefon 70 Euro. Und plötzlich bist du unter 1000 Euro. Sieht nach viel aus, bis dein Auto Probleme macht. Dein Freund hat dich fürs Wochenende zum Essen eingeladen. Was aber, wenn du das Szenario umdrehst? Was, wenn diese 3.500 Euro auf dein Konto kommen, als erstes 700 Euro in Investitionen und Ersparnisse steckst? Jetzt musst du mit den verbleibenden 2.800 Euro alles erledigen. Plötzlich sieht diese Wohnung für 1.200 Euro teuer aus. Du beginnst zu hinterfragen, ob du diesen Autokredit von 260 Euro wirklich brauchst. Du wirst kreativ beim Einkaufen, gnadenlos bei Abos. Ich höre die Einwände. Mann, du verstehst meine Situation nicht. Meine Miete allein ist 60% meines Einkommens. Der Autokredit bringt mich um. Ich lebe in einer teuren Stadt. Schau, ich verstehe das. Das Leben ist teuer. Aber wenn deine Bedürfnisse mehr als 60% deines Einkommens verbrauchen, hast du kein Einkommensproblem. Du hast ein Lifestyle-Problem und Lifestyle-Probleme erfordern Lifestyle-Lösungen. Vielleicht bedeutet das, einen Mitbewohner zu finden. Vielleicht bedeutet es, ein anderes Auto zu fahren. Vielleicht bedeutet es, woanders zu wohnen. Ich weiß, das ist nicht das, was du hören willst, aber leider interessiert die Mathematik deine Gefühle nicht. Vermögensaufbau erfordert, dass du genau weißt, wohin jeder einzelne Euro geht. Und das habe ich in einem meiner Videos als Kakebo-Methode der Japaner vorgestellt, aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Nicht ungefähr, nicht grob, sondern genau. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was sie wirklich ausgeben. Sie haben eine vage Vorstellung, Geld kommt rein, Geld geht raus, aber sie können nicht genau sagen, wohin es geht. Das ist wie Gewicht zu verlieren, ohne jemals auf die Waage zu steigen oder Kalorien zu zählen. Mit Glück klappt es vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Du musst jeden Euro erfassen, jeden Kaffee, jedes Abo, jeden Impulskauf an der Kasse. Ich sage nicht, kauf diese Dinge nicht. Ich sage, sei dir bewusst, wenn du sie kaufst. Denn unbewusstes Ausgeben ist der Feind des Vermögensaufbaus. Wenn du nicht weißt, wohin dein Geld geht, geht es überall hin, außer dorthin, wo es wirklich hingehen sollte. Jetzt denk darüber nach. Du bist in Stuttgart. Könnte München sein, könnte Berlin sein, könnte Köln sein, spielt keine Rolle. Montagmorgen sitzt du im Büro, trinkst deinen Kaffee, schaust auf deine Excel-Tabelle. Vor einer Stunde hat dir dein Chef neue Ziele gegeben. Abends gehst du nach Hause, öffnest Netflix, verbringst ein paar Stunden, gehst schlafen, stehst wieder auf. Dieser Kreislauf geht weiter, bis du in Rente gehst. Wenn du in Rente gehst, bekommst du etwas namens Rente. Weißt du, wie viel dir das deutsche Rentensystem gibt? Durchschnittlich 1.200 Euro im Monat. Nach 30 Jahren Arbeit. Jetzt schau auf deinen Nachbarn. Er ist auch in derselben Firma, vielleicht dieselbe Position. Aber er macht jeden Monat etwas anderes. Wenn das Gehalt kommt, ist seine erste Handlung, auf sein eigenes Konto zu überweisen. Während du deine Rechnungen bezahlst, kauft er seine Zukunft. Während du für Netflix bezahlst, kauft er ETFs. Aber Mann, ist Sicherheit nicht wichtig? Muss ich nicht meine Rechnungen bezahlen? Ja, das ist wichtig, aber welche Sicherheit? Die Sicherheit des Systems oder deine Sicherheit? Das deutsche System hat dir etwas beigebracht. Sei sicher. Finde einen guten Job, zahle Steuern, sei versichert, geh in Rente. Dieses System machte vor 100 Jahren vielleicht Sinn, aber jetzt nicht mehr. Denn das System ist nicht mehr darauf ausgelegt, dich zu schützen. Es ist darauf ausgelegt, dich arbeiten zu lassen. Weißt du, warum es die Schufa gibt? Um dich unter Kontrolle zu halten. Wenn du einen Kredit willst, schauen sie auf deinen Schufa-Score. Wenn dein Score schlecht ist, kein Kredit. Was musst du tun, damit dein Score gut ist? Im System bleiben. Deine Rechnungen regelmäßig bezahlen. Deine Kreditkarte benutzen, aber nicht zu viel. Dich an die Regeln des Systems halten. Denn das System braucht dich. Was passiert, wenn du nicht arbeitest? Das System funktioniert nicht so, wie es will. Was passiert, wenn du keine Steuern zahlst? Das System bricht zusammen. Was passiert, wenn du keine Kredite aufnimmst? Die Banken verdienen kein Geld. Ich kritisiere das System, aber ich sage nicht, dass das System schlecht ist. Das System ist so gestaltet. Deine Aufgabe ist es, das System zu verstehen und zu deinem Vorteil zu nutzen. Was machen die meisten Menschen? Sie werden zu Sklaven des Systems. Aber ich habe Sicherheit, sagen sie. Welche Sicherheit? Die Haftpflichtversicherung. Du zahlst 7 Euro im Monat und fühlst dich sicher. Aber du hast keinen Notfallfonds auf deinem Bankkonto. Macht das Sinn? Oder die betriebliche Altersvorsorge, die Betriebsrente. Klingt gut, oder?
Die Firma legt Geld für dich zurück. Aber wie viel? Vielleicht 100 Euro im Monat. Nach 30 Jahren 36.000 Euro. Ohne Inflation zu berücksichtigen. Was machst du damit? Ein Jahr im Ruhestand leben? 2 Jahre? Du wartest 15 Jahre auf die Rente und hast Geld für 2 Jahre. Ist das Sicherheit? Hier beginnt die Tiefe des Problems. Jetzt stell dich der Wahrheit. Du arbeitest jeden Tag 8 Stunden, 1 Stunde Weg. Insgesamt 9 Stunden. 37% deines Tages bei der Arbeit. Aber wie viel arbeitet dein Geld für dich? Gar nicht. Dein Geld arbeitet nicht für dich. Du bist der Sklave deines Geldes. Jeden Monat kommt es, jeden Monat geht es. Nichts häuft sich an. Kein Schneeball, kein Wachstum, nur Überleben. Was macht unser berühmter Nachbar? Er arbeitet 9 Stunden, aber sein Geld arbeitet auch. Jeden Monat investiert er 500 Euro. Das Geld wächst an der Börse. 7% durchschnittliche Rendite. Erstes Jahr 6.000 Euro, zweites Jahr weitere 6.000 Euro. Aber die ersten 6.000 sind gewachsen, jetzt sind es 6.420. Drittes Jahr wieder 6.000, jetzt sind es 13.730. Siehst du? Der Schneeballeffekt. Dein Geld bleibt flach. Seine Investmentpfeile zeigen nach oben. Damit sich dein Leben verändert, hör mir bitte gut zu. Ich mache keine Witze. Es ist wirklich so einfach. Denk an 2 Personen, beide in Deutschland. Beide im gleichen Alter, 25 Jahre alt. Beide bekommen das gleiche Gehalt, netto 3.000 Euro im Monat. Die erste Person bist du, die zweite Person ist dein Nachbar. 2 verschiedene Wege. Was machst du? Jeden Monat bezahlst du deine Rechnungen. Miete 1.200, Nebenkosten 150, Lebensmittel 300, Auto 250, Versicherung 170, Telefon 70, Unterhaltung 200. Zusammen 2.370. Es bleiben 630 Euro übrig. Klingt gut. Aber dann ruft dich dein Freund an, du gehst hin, 100 Euro, dein Auto geht kaputt, 200 Euro, Geburtstagsgeschenk 50 Euro. 3-mal im Monat passieren solche Dinge. Du schaust und am Monatsende sind 200 Euro übrig. Du sagst, ich spare das. Schön. Im Jahr 2.400 Euro. In 10 Jahren 24.000 Euro. In 30 Jahren 72.000 Euro. Wir rechnen die Inflation nicht mit. Aber egal. Was macht dein Nachbar? Das Gehalt kommt. Erste Handlung, 500 Euro gehen in den ETF MSCI World Index. Automatisch, jeden Monat. Es bleiben 2.500 Euro übrig. Jetzt muss er zwangsläufig seine Ausgaben reduzieren. Miete 1.000. Nebenkosten 150. Lebensmittel 250. Kein Auto, S-Bahn-Karte 80 Euro. Versicherung gleich 170. Telefon 70. Unterhaltung 150. Zusammen 2.320. Es bleiben 180 Euro übrig. Wenig? Ja. Aber 500 Euro sind bereits in Sicherheit. Dieses Geld arbeitet jetzt für ihn. Ende des ersten Jahres. Dein Nachbar hat 6.000 Euro eingezahlt. Die Börse ist um 7% gestiegen. Jetzt hat er 6.420 Euro. Du hast 2.400 gespart. Unterschied 4.020 Euro. Sieht nicht nach einem großen Unterschied aus. Warte. Ende des 5. Jahres. Dein Nachbar hat 30.000 Euro eingezahlt. Aber auf seinem Konto sind 42.500 Euro. Weil das vorherige Geld auch gewachsen ist. Du hast 12.000 Euro gespart. Unterschied 30.500 Euro. Du sagst immer noch nicht viel. Warte. Ende des 10. Jahres. Dein Nachbar hat 60.000 Euro eingezahlt. Aber auf seinem Konto sind 90.000 Euro. 30.000 Euro kamen von den Zinsen. Null Aufwand, nur Mathematik. Du hast 24.000 Euro gespart. Unterschied 66.000 Euro. Jetzt fängt der Unterschied an, sichtbar zu werden. Ende des 20. Jahres. Dein Nachbar hat 120.000 Euro eingezahlt, aber auf seinem Konto sind 260.000 Euro. 140.000 Euro von den Zinsen. Du hast 48.000 Euro gespart. Unterschied 212.000 Euro. Jetzt arbeitet dein Nachbar im gleichen Job wie du, hat aber 200.000 Euro mehr. Wie fühlst du dich? 30. Jahr. Dein Nachbar hat 180.000 Euro eingezahlt, aber auf seinem Konto sind 600.000 Euro. 420.000 Euro von den Zinsen. Du hast 72.000 Euro gespart. Unterschied 528.000 Euro. 500.000 Euro. Gleiches Gehalt, gleiche Stadt, gleiches Leben. Was ist der einzige Unterschied? Dein Nachbar hat sich jeden Monat die ersten 500 Euro selbst gezahlt. Du hast versucht, die letzten übrig gebliebenen 200 Euro zu sparen,
Aber warte, es ist noch nicht vorbei. Was kann dein Nachbar tun, wenn er 600.000 Euro hat? Es gibt die 4%-Regel für sichere Entnahmen. 4% von 600.000 Euro sind 24.000 Euro im Jahr. 2.000 Euro im Monat. Passives Einkommen, ohne zu arbeiten, ohne das Kapital anzutasten, nur von den Zinsen. Wenn du in Rente gehst und 1.200 Euro Rente bekommst, bekommt er 2.000 Euro passives Einkommen plus 1.200 Rente. Insgesamt 3.200 Euro. Während du dich noch mit der Miete herumschlägst, sitzt er in seinem eigenen Haus. Während du überlegst, ob du Urlaub machen kannst, macht er 3 Urlaube im Jahr. Während du deinen Enkeln 10 Euro gibst, gibt er 1.000 Euro. Kein Wunder. Mathematik. Stell dir das in deinem Kopf vor. Nach 30 Jahren trefft ihr euch. Du schaust auf reduzierte Produkte. Er kauft, was er will, ohne auf den Preis zu schauen. Ihr habt beide in derselben Firma gearbeitet. Ihr habt beide das gleiche Gehalt bekommen. Was ist der Unterschied? Er hat sich die ersten 500 Euro selbst gezahlt. Du hast versucht, die letzten übrig gebliebenen 200 Euro zu sparen. Okay, wir haben die Mathematik verstanden. Jetzt schauen wir uns das echte Leben an. Denn ich weiß, dass du jetzt denkst, klingt gut, aber in der Realität funktioniert das nicht. In der Realität funktioniert es. Lass mich es dir mit Zahlen zeigen. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland beträgt 3.800 Euro netto. Wenn du in München lebst, kostet die Miete 1.400, in Stuttgart 1.200, in Berlin 1.000. Nehmen wir jetzt das München-Beispiel, das teuerste, 1.400 Euro Miete, Nebenkosten inklusive 1.500, Nebenkosten 180, Lebensmittel 400, Versicherung 200, Telefon 75, Transport 90, zusammen 2.645 Euro, es bleiben 1.155 Euro übrig. Wenn du 300 Euro für Unterhaltung, Kleidung, unerwartete Ausgaben ansetzt, bleiben 855 Euro. Versuch das komplett zu sparen. Geht nicht. Aber was kannst du tun? Bezahle dich zuerst. Am ersten Tag 800 Euro überweisen. Jetzt hast du 3.000 Euro übrig. Du musst zwangsläufig kreativ werden. Miete 1.400 ist zu viel. Du findest einen Mitbewohner. Jetzt sind es 700. Lebensmittel 400 ist zu viel. Du kaufst bei Aldi, nicht bei Rewe, jetzt sind es 300. Du lernst zu kochen statt zu bestellen, jetzt sind es 250. Statt ein Auto zu kaufen, nutzt du die S-Bahn. Kein Benzin, keine Versicherung, keine Reparaturen, kein Parken. Du sparst 500 Euro im Monat. Nach einem Jahr schaust du, du hast 9.600 Euro gespart. Nach 2 Jahren 20.000 Euro. Jetzt schaust du, wow, es funktioniert wirklich. Deine Motivation steigt. Im 3. Jahr erhöhst du auf 1.000 Euro. Warum? Weil es zur Gewohnheit geworden ist. Du brauchst das Geld nicht mehr. Dein Lebensstil hat sich verändert. Du hast festgestellt, dass du mit weniger Ausgaben glücklicher bist. Aber du sagst, Mann, was wenn die Börse crasht? Was, wenn es eine Krise wie 2008 gibt? Gute Frage. Schauen wir uns die echte Geschichte an. Was passierte in der Krise 2008? Der MSCI World Index fiel um 40%. Schrecklich. Alle gerieten in Panik, alle verkauften. Aber was, wenn du nicht verkauft hast? Was, wenn du jeden Monat weiter 500 Euro eingezahlt hast? 2009, 2010, 2011 hast du sehr günstig gekauft. 2012 war der Index wieder auf dem alten Niveau. 2013 neuer Rekord. Du wurdest reich in der Krise. Wie? Du hast günstig gekauft. Schau, die Börse geht langfristig immer nach oben. Schau dir den 100-Jahre-Chart an. Nach jeder Krise ein neuer Höhepunkt. Nach jedem Fall ein neuer Rekord. Warum? Weil die Wirtschaft wächst. Unternehmen wachsen, Technologie entwickelt sich weiter, die Bevölkerung wächst, der Konsum steigt. Das hört nicht auf. Aber du machst dir Sorgen. Was, wenn es genau dann crasht, wenn ich in Rente gehe? Dafür gibt es auch eine Lösung. In den letzten 5 Jahren änderst du dein Portfolio. 70% Aktien, 30% Anleihen. In den letzten 3 Jahren 50-50. Im letzten Jahr 30% Aktien, 70% Anleihen. So reduzierst du das Risiko. Jetzt die andere Angst. Ist Betongold nicht besser? Betongold, Deutschlands Lieblingsinvestition. Kauf eine Wohnung, vermiete sie, klingt gut. Schauen wir uns die Zahlen an. 2-Zimmer-Wohnung in München 350.000 Euro. 20% Anzahlung 70.000 Euro.
Kredit 280.000 Euro, 3% Zinsen, 1.100 Euro monatliche Rate, Miete 1.200 Euro, Nettoeinkommen 100 Euro. Aber warte, Hausgeld 80 Euro, Steuern 30 Euro, Reparaturrücklage 20 Euro. Netto zahlst du tatsächlich minus 30 Euro, aber es gibt Wertsteigerung. Ja, stimmt. In München steigen Immobilienpreise um 3% jährlich. 3% von 350.000 Euro sind 10.500 Euro, aber du zahlst 280.000 Euro Kreditschuld ab. In den ersten 10 Jahren zahlst du nur Zinsen, das Kapital sinkt kaum. Nach 10 Jahren ist die Wohnung 480.000 wert, Schulden 250.000, Nettovermögen 230.000. Schön. Jetzt stecken wir das gleiche Geld in die Börse, Anzahlung 70.000 Euro. Die investieren wir nicht, weil es der Notfallfonds sein wird, aber jeden Monat investieren wir 1.100 Euro, 10 Jahre bei 7%. Ergebnis 180.000 Euro. Weniger? Ja, aber liquide. Du kannst morgen verkaufen, die Wohnung kannst du nicht verkaufen, der Mieter zieht nicht aus, Reparaturkosten kommen, Hausgeld steigt, Grundsteuer steigt. Nach 20 Jahren? Die Wohnung ist 700.000 wert, Schulden 150.000, netto 550.000, Börsenkonto 600.000, mehr, plus liquide, plus stressfrei, plus keine Mieterprobleme, plus keine Reparaturen. Du hast die Mathematik gesehen, die Entscheidung liegt bei dir. Jetzt eine letzte Angst, Inflation. Mein Geld verliert an Wert. Ja, das tut es. Aber Geld an der Börse wächst schneller. Wenn die Inflation 2% beträgt, beträgt die Börse 7%. Nettogewinn 5%. Wenn es bei der Bank geblieben wäre, hättest du 2% verloren. Tagesgeldkonto gibt 1%. Inflation 2%. Netto verlierst du 1%. Jedes Jahr. In 30 Jahren ist die Hälfte deines Geldes weg. Aber wenn du es an der Börse investiert hättest, hätte es sich verdoppelt. Was macht Sinn? Das sind die echten Zahlen. Das ist Mathematik. So funktioniert das System. Was du jetzt machst, ist deine Entscheidung. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Stell dir das in deinem Kopf vor. 29 Jahre später, 2055, du bist 60 Jahre alt. Die Rentenzeit ist gekommen. Wir haben 2 Szenarien. Erstes Szenario. Du hast nichts gemacht. Du bist im System geblieben. Du warst ein guter Angestellter. Du hast Steuern gezahlt. Du hast Versicherungen abgeschlossen. Du hast deine Rechnungen bezahlt. Du hast alles so gemacht, wie das System es gesagt hat. Aber du hast dich nicht selbst bezahlt. Jetzt gehst du in Rente. Das Finanzamt gibt dir Rente. 1.400 Euro. 30 Jahre gearbeitet, 1.400 Euro. Wenn du die Miete abziehst, bleiben 800 Euro übrig. Damit bezahlst du Lebensmittel, Rechnungen, Medikamente. Kein Urlaub, kein Restaurant, keine Geschenke. Nur Überleben. Zum Geburtstag deiner Enkel gibst du 50 Euro. Dein Herz tut weh, aber mehr ist nicht da. Deine Freunde wollen mit dir ausgehen. Du sagst, ich bin müde. In Wirklichkeit kannst du nicht sagen, dass kein Geld übrig ist. Mit 60 bist du arm. Unser zweites Szenario ist so, du hast heute angefangen. Jeden Monat hast du 800 Euro investiert. Das erste Jahr war schwer. Du bist es nicht gewohnt. Aber im zweiten Jahr wurde es zur Gewohnheit. Im dritten Jahr merkst du es nicht mehr. Nach 5 Jahren hast du 45.000 Euro auf deinem Konto. Du sagst, wow. Nach 10 Jahren 110.000 Euro. Jetzt hast du volles Selbstvertrauen. Nach 15 Jahren 200.000 Euro. Jetzt bist du entspannt. Nach 20 Jahren 300.000 Euro. Jetzt bist du frei. Wenn du vom Stress deines Jobs genug hast, kannst du kündigen, weil du Geld hast. Wenn der Chef respektlos ist, sagst du Tschüss. Nach 29 Jahren 650.000 Euro. Du gehst in Rente. Rente 1.400 Euro, aber du hast zusätzlich 20.000 Euro passives Einkommen. Im Jahr. 1.660 Euro im Monat. Insgesamt 3.060 Euro monatlich. Du bezahlst deine Miete. Du kaufst, was du willst, im Supermarkt. Restaurant 2-mal die Woche. Urlaub? 3-mal im Jahr. Geburtstag der Enkel? 500 Euro. Dein Kind will ein Haus kaufen? Du gibst 30.000 Euro. Kein Problem. Und das Beste, du bist 60, aber entspannt. Deine Freunde haben immer noch Geldsorgen. Sie rechnen jeden Monat, du nicht. Sie schauen auf Supermarktpreise. Du kaufst jetzt, was du willst. Sie sagen, ich habe kein Geld. Du sagst, ich habe keine Zeit. Weil du wirklich keine Zeit hast. Du bist beschäftigt, du lebst, du reist, du hast Spaß.
Du lebst die letzten 30 Jahre deines Lebens. Du überlebst nicht, du lebst. Jetzt frag dich selbst. Welches Szenario? Das erste oder das zweite? Die Wahl liegt bei dir. Aber wisse das. 29 Jahre werden vergehen. 2055 wird kommen. Du wirst da sein oder nicht. Du wirst Geld haben oder nicht. Du wirst frei sein oder ein Sklave. Die Mathematik ändert sich nicht. Die Zeit ändert sich nicht. Nur deine Entscheidung ändert sich. Aber Mann, es ist zu schwer. Ich kann 800 € im Monat nicht aufbringen. Du kannst nicht aufbringen, weil du ausgibst. Wenn du einen Mitbewohner findest, 400 €. Wenn du das Auto verkaufst, 200 €. Wenn du beim Einkaufen clever bist, 100 €. Wenn du die Unterhaltung reduzierst, 100 €. Zusammen 800 €. Es ist machbar. Aber du musst es wollen. Du musst es wirklich wollen. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst es tun oder nicht tun. Aber wenn du es nicht tust, beschuldige dich nicht selbst nach 30 Jahren. Sag nicht, hätte ich doch auf Adam gehört. Denn heute hast du zugehört. Heute hast du es gesehen. Was wirst du jetzt tun? Eine letzte Sache. Warte nicht auf den perfekten Moment, um anzufangen. Es gibt keinen perfekten Moment. Gehalt zu niedrig, ich fange an, wenn das Gehalt steigt. Gehalt gestiegen, ich fange an, wenn ich umgezogen bin, umgezogen. Ich fange an, wenn ich den Job gewechselt habe. Immer eine Ausrede. Nein. Fang heute an. Auch wenn es wenig ist, fang an. 100 € im Monat ist ein Anfang. Dann 200, dann 500, dann 800. Aber fang heute an. In 29 Jahren wirst du dir selbst danken. Du wirst in den Spiegel schauen und sagen, Respekt, Mann, weil du eine kluge Entscheidung getroffen hast. Du hast die Regel des Systems gebrochen. Du hast die Sklaverei abgelehnt. Du hast die Freiheit gewählt. Du hast die Mathematik gewählt. Du hast deine Zukunft gewählt. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.